Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch einen modernen Bungalow am Hang, sogar am Steilhang, mit Keller, den sich ein Paar in den besten Jahren für das Leben zu zweit gebaut hat. Das Grundstück galt lange Zeit als unbebaubar, aber der Bauherr hat sich nicht beirren lassen und hier zusammen mit Luxhaus ein spannendes Projekt mit fantastischer Aussicht umgesetzt. Wir laufen hier am untersten Ende des Grundstücks los. Das Projekt ist 2013 gestartet mit dem Kauf dieses Grundstücks. Das Grundstück ist etwa 24,5 A groß. 11 A davon waren Bauland. Aber durch die steile Hanglage, wir haben hier bis zu 20% Gefälle. Ihr werdet sehen, es gibt Abschnitte auf dem Grundstück, die praktisch einen 45-Grad-Winkel haben, lag das ganz lange brach und galt als nicht bebaubar. Der Bauherr hat mir erzählt, als er das erste Mal den Kellerbauer hierher geschickt hat, der sehr versiert war mit Hangbauwerken, hat der ihn angerufen und gesagt, ich stehe zwar an der angegebenen Adresse, aber ein Grundstück zum Bauen ist hier keins. Dass es dann nachher doch geklappt hat, können wir jetzt gleich sehen. Aber allein ein Jahr lang hat die Baufamilie hier das Grundstück modelliert. Das wurde alles gemacht, bevor überhaupt mit dem Bau begonnen werden konnte. Also auch der Garten wurde schon angelegt und bepflanzt, weil man hier später nie wieder drankommt von oben. Den Bauherren war wichtig, dass das Grundstück ohne Treppen erschlossen wird. Und deshalb hat man den ganzen Garten als so einen geschlängelten Weg den Berg hoch angelegt. Hier unten drunter an diesen Dingern sind überall Steine, damit das nicht abrutscht. Und das ist dann hinterher bepflanzt worden. Man hat mir gesagt, dass hier etwa 500 Kubikmeter Erde gebracht werden mussten, um das Grundstück zu modellieren. Und dass man etwa 250.000 bis 300.000 Euro hier im Boden vergraben hat, also für die ganzen Erdarbeiten und auch die Teilunterkellerung rechnen musste. Aber der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn heute profitieren die Bauherren von einer unverbaubaren, fantastischen Aussicht ins Tal. Wir stehen jetzt hier schon auf der rückseitigen Terrasse und zwar vor dem Keller. Das eigentliche Haus in Holzständerbauweise, übrigens diffusionsoffen, hat Abmessungen von 10 x 11 Meter plus 6 Meter Doppelgarage, die hier auch unterkellert ist. Hier unten ist dann auch gleich ein Abstellraum für Gartengeräte drin. Das ist natürlich praktisch, wenn man das hier unten hat. Und die Garage, die ist massiv, ist hier angeschlossen, wie ihr sehen könnt, über so eine Fuge. Das heißt, in die Wand, in die Holzkonstruktion vom Haus ist nicht eingegriffen worden. Keller und Garage bzw. Erdarbeiten hat ein Partner gemacht, ein Vertragspartner. Das Haus kommt dann von einem Holzhausbauer, wie ich euch schon gesagt habe. Und da die beiden gut zusammenarbeiten, war das auch kein Abstimmungsproblem. Wenn ihr so ein aufwendiges Grundstück zum Modellieren habt, ist es wirklich toll, wenn Erdarbeiten und Keller aus einer Hand kommen. Hier stehen wir jetzt schon vor der kleinen Einliegerwohnung im Untergeschoss, die wir uns nachher natürlich von drinnen auch anschauen. Und wenn wir jetzt hier um die Seite rumkommen, sehen wir schon den aufgeständerten Balkon, der oben vorm Wohn- und Essbereich liegt. Der hat etwa 40 Quadratmeter oben und es ist ganz spannend von der Konstruktion. Wir haben hier eine Stahlkonstruktion aus so Doppel-T-Trägern. Obendrauf liegen Terrassenplatten und damit es hier nicht durchregnet, weil hier unten drunter nämlich der Whirlpool steht, ist da einfach so eine Verblechung auf diesen Doppel-T-Trägern. Dann kommt ein loses Silikonbett und da liegen die Fliesen drauf. Die gucken wir uns gleich von oben an. Das sind nämlich die gleichen Fliesen, die auch in den Wohnbereich weitergehen, was sehr schön ist. Und da gibt es nämlich noch einen besonderen Tipp vom Bauherren, was man da beachten muss, wenn man ein Material durchgängig haben möchte. Und jetzt laufen wir mal hier rum und schauen uns die Seite an. Wenn man hier von der Seite drauf guckt, sieht man, dass die Dachform ein versetztes Pultdach ist, zur Straße 16 Grad geneigt, zur Hangseite 19 Grad. Das heißt, das Haus wurde wirklich dem Hang
angepasst und auch die Unterkellerung wurde dem Hang angepasst. Also das Haus ist tatsächlich nur teilunterkellert, obwohl das eigentlich aufwendiger ist, weil man sonst viel zu viel hätte abgraben müssen und da viel zu viel Hang abstützen. Wir sehen jetzt, wenn wir hier auf die Terrasse kommen, dass die versetzten Pultdächer auch für die Proportion dieses doch sehr breiten Bungalows sehr, sehr gut tun. Eigentlich war hier Satteldach vorgeschrieben, die Bauherren haben es aber durchsetzen können, dass sie das versetzte Pultdach machen dürfen. Der Bauherr sagte mir, dadurch wird es vom günstigsten Dach, das man bauen kann, zum teuersten Dach, das man bauen kann, weil man hat natürlich diese senkrechte Wand da oben, wo man mehrere Dachkanten hat und Anschlusspunkte, die abgedichtet werden müssen. Aber man hat eben neben dem optischen Vorteil auch noch die Möglichkeit, da Fensterbänder zu besetzen. Und das ist nämlich die Abendsonne von Westen, die dann in den Wohnraum kommt. Durch diese versetzten Pultdächer hat man auch innen ganz spannende Raumhöhen, die wir uns natürlich gleich angucken werden. Und diese Mehrkosten, sagt der Bauherr, haben sich auf jeden Fall gelohnt, auch wegen der Proportion für diesen Baukörper. Auf der Westseite bzw. Ost-West belegt haben wir hier eine 10 Kilowatt Peak Photovoltaikanlage. Das Haus wird beheizt über eine elektrische Wärmepumpe und da kann der Strom auch schon zum Großteil genutzt werden bzw. zur Senkung der Betriebskosten herangezogen werden. Wir sehen jetzt, hier gibt es eine Wahnsinns-Hangabsicherung. Das ist, was ich eben gesagt habe. Wenn man jetzt hier bis hinten hin unterkellert hätte, hätte man hier noch mal 3 Meter tiefer buddeln müssen. Und dann wäre das hier einfach zu kritisch geworden mit der Straße, die auch da oben läuft. Der Bauherr hat mir noch einen Tipp gegeben. Probleme mit Hangwasser gibt es hier wohl eigentlich nicht, aber es kommt eben von oben auch auf der Straße sehr viel Wasser unten an. Deshalb haben sie bei der Gemeinde durchgesetzt, dass da ein besonders hoher Bordstein oben am Abschluss des Grundstücks kommt, damit das ganze Regenwasser, das die Straße runterkommt, auch wirklich in den Kanal läuft und eben nicht aufs Grundstück. Diese Absturzsicherung hat auch der Kellerbauer bzw. der Erdarbeitenbeauftragte gleich mitgemacht. Und was ihr da oben drüber seht, das ist echter Schiefer. Da war wohl ursprünglich als Sichtschutz eine Bambushecke, aber weil eben am Hang auch sehr viel von der Stadt mit Salz gespritzt wird, hat es die Hecke nicht lang gemacht. Dieser Schiefer passt sehr schön zur Gestaltung innen, das werden wir gleich sehen. Da kommt nämlich ganz viel in Schieferoptik und das haben die Bauherren dann da nachträglich sich gegönnt. Jetzt laufen wir hier schon an den bodentiefen Fenstern vorbei, wo das Bad dahinter liegt. Auch da hat man natürlich jetzt keine Einblicksmöglichkeiten und wir sehen auch sehr schön in moderner Optik diese Regenfallrohre mit dem quadratischen Querschnitt. Wand, hatte ich euch schon gesagt, ist ein diffusionsoffener Holzständerbau mit einem Wärmedämmverbundsystem auf Holzfaserbasis. Das war den Bauherren auch ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommen wir hier rum schon zum Eingangsbereich, denn das Haus wird eben hier von der Straße oben ohne Treppen erschlossen. Ihr seht direkt neben dem Eingang die Doppelgarage. Innen gibt es hier keinen Durchgang. Das ist dann eben nicht möglich, wenn es 2 Bauweisen und 2 Lieferanten sind oder eben nicht so einfach. Praktisch ist, dass es hier so einen zurückversetzten Eingang gibt. Dann kommt man hier auch ohne angesetzte Vordächer aus. Und hier sehen wir gleich dieses kleine Fenster zum WC. Weil das eben direkt zur Haustür geht, ist hier direkt Milchglas drin. Und wie es hier hinter der Haustür weitergeht, das schauen wir uns jetzt an. Hinter der Haustür liegt direkt so eine offene Dielennische, die mit dem 50 Quadratmeter großen Wohn-Essbereich offen verschmilzt. Wir sehen hier eine Kombination aus sehr modernen Elementen, diesen anthrazitfarbenen Feinsteinzeug in Schieferoptik zum Beispiel. Das ist eine sehr schöne Fliese, finde ich, 60 x 1,20 und die hat hier von einem Dekor am Rand immer so ein bisschen eine Schieferbruchkante drauf. Dadurch wirkt die total echt. Also das sieht wirklich aus wie eine echte Schieferplatte. Kombiniert mit modernen Elementen und eben sehr vielen antiquarischen Möbeln und Altholz, das hier immer wieder auftaucht.
Wir haben hier einen kleinen Garderobenschrank und was ganz praktisch ist, planerisch. Hier wurde eine Nische eingeplant, die 60 cm tief ist, genau die richtige Breite hat, dass da so ein Standardschrank des bekannten schwedischen Möbelhauses reinpasst und man da eben Garderobe sehr gut und sauber verschwinden lassen kann. Was wir direkt da oben drüber sehen, sind jetzt diese Fensterbänder, die in dem versetzten Pultdach drin sind. Die sind nach Westen geneigt und da ist gleich ein Milchglas drin. Erstens kann man dann von oben nicht reingucken, man hat keine Blendungseffekte und der Bauherr sagte mir, dieses Milchglas, da sieht man überhaupt keinen Dreck drauf. Das heißt, man muss die auch quasi nie putzen. Die Küche ist hier durch so eine halbhohe Wand abgetrennt. Die Wand ist 2,25 Meter hoch. Insgesamt haben wir hier von der Höhenabwicklung übrigens auf der Seite 2,60 Meter und hier bis zu 4,70 Meter Raumhöhe, was natürlich eine unglaubliche Großzügigkeit und auch so ein bisschen Loft-Feeling hier reinbringt. Die Küche hat, wie gesagt, nochmal 11 Quadratmeter zusätzlich und was ich sehr schön finde, diese Wand ist hier mit Altholz, mit so Treibholz belegt. Das hat wohl auch der Haushersteller so mitgeliefert und die Küchenrückwand wurde dann von der Höhe angepasst. Aber erst kommen wir mal zu diesem Kochtresen, der ist 1,20 x 2,40 Meter, ist belegt mit einem brasilianischen Granitmatrix, heißt der, mit einer sehr, sehr schönen Maserung. Die Bauherrin sagte, der ist absolut unempfindlich, kratzfest, säurefest, überhaupt kein Problem. Und der ist hier so schön runtergezogen, sodass man von der Seite wirklich eine tolle Aufsicht auf diesen Küchenblock hat. Weil der so breit ist, kann man von beiden Seiten da Stauraum unterbringen und hat natürlich auch genug Arbeitsfläche. Und was ich hier ganz erwähnenswert finde, dieses Kochfeld und direkt gegenüber das Waschbecken. Die Bauherrin sagte mir, es ist super praktisch, wenn sie Nudeln oder Kartoffeln kocht. Sie kann den Hahn hier rüber drehen, hier gleich das Wasser reinlassen, hat einen ganz kurzen Weg, um irgendwas abzugießen. Und hier drüber ist jetzt so eine Umlufthaube, die auch gleichzeitig kleines Licht mitbietet. Hier gibt es eine Lüftungsanlage, eine kontrollierte mit Wärmerückgewinnung, sodass das also auf jeden Fall funktioniert. Und der Vorteil, wenn ihr jetzt keinen Abzug nach unten habt, ist natürlich, dass man hier den Raum unterm Herd auch komplett nutzen kann, zum Beispiel für eine große Topfschublade. Hier möchte ich euch noch was zum Material sagen. Das sind Milchglasfronten, die sind wohl wirklich super pflegeleicht und leicht zu reinigen. Man sieht keine Fingerabdrücke und wir hatten schon Bauvorhaben, wo dann diese Glaskante so empfindlich ist und bricht. Hier ist das sehr schön mit so einer Aluleiste gemacht, selbst wenn man da jetzt mit dem Topf mal irgendwo gegen donnert, das Glas geht nicht kaputt. Die Familie wohnt hierher jetzt schon seit 2015 und das hat sich wohl sehr bewährt. Hierum gibt es dann auch gleich in der Wand die Steckdosen, dass man also den Wasserkocher und den Pürierstab hier gut einstecken kann. Und hinter mir seht ihr jetzt diese 2,25 hohe Küchenwand, die in so einem Rahmen eingebaut ist, was sehr schön ist. Und ich möchte euch nochmal hinweisen auf so eine Fünfergliederung, die jetzt hier genau reingepasst hat. Da hat man nämlich jetzt die Möglichkeit, auch wenn man unterschiedliche Höhen hat, trotzdem wieder eine Symmetrie herzustellen. Das heißt, man hat jetzt hier den Backofen in einer guten Bedienhöhe und daneben eben die Spülmaschine, dann nicht ganz so hoch, aber eben auch sehr, sehr rückenfreundlich eingebaut. Und diese unterschiedlichen Höhen sind, finde ich, überhaupt kein Problem, wenn man das durch diese Fünferteilung dann wieder symmetrisch hinbekommt. Ich habe euch ja eben noch was zum Thema Abluft gesagt. Das ist hier die einzige Verglasung mit einem Drehkippbeschlag. Da ist dann natürlich auch so ein französischer Balkon davor und die Bauherren sagten, das haben sie gemacht, damit man hier eben auch mal schnell was ablüften kann aus der Küche. Wir haben hier überall das Maß von 2 Metern in der Breite, Höhe 2,11 Meter. Man kann die auch ganz aufmachen, dann steht sie natürlich hier im Weg rum, ist aber auch gar nicht notwendig. Man kann das eben kippen und da auch dann die Jalousie runterlassen, diese Lamellenjalousie zum Verschatten. Und das ist natürlich praktisch, wenn man in der Küche mal schnell was ablüften muss. Wir kommen jetzt hier gleich weiter und sehen, dass hier ansonsten auf der Hangseite, das ist eine Ostrichtung, in die man da guckt,
Festverglasungen drin sind. Den Bauherren war es wichtig, hier überall ein Maß zu haben, also 2 Meter mal 2,11 Meter. Und ich habe natürlich gleich gefragt, warum habt ihr denn da jetzt nicht die Terrasse, den Balkon rumgezogen? Dann guckt man hier so runter. Und dann sagten sie, das war tatsächlich ursprünglich so genehmigt, dass der Balkon hier noch rumgelaufen wäre. Und dann haben sie aber eigentlich festgestellt, dass man sich damit die schöne Aussicht und auch den Frühstücksplatz, der da unten ist, eigentlich verbaut. Und dass die 40 Quadratmeter, die man da auf der Seite hat, auch locker reichen. Also ich finde es wirklich ganz toll, dass man hier den freien Blick hat. Hier gibt es dann so ein Doppelelement, das sind dann also 4 Meter mal 2,11 Meter. Und auf der Seite zur Terrasse gibt es jetzt die riesengroße Hebeschiebetür. Das ist jetzt mit der Dreifachverglasung drin fast schon die größtmögliche Abmessung, sonst werden diese Elemente zu schwer. Also das ist jetzt auch 4 Meter breit und dieser Flügel, den man bewegen kann, das sind dann 2 Meter, sodass man hier wirklich super rauskommt. Jetzt gucken wir gerade noch einmal auf den Boden. Ich habe euch ja schon diese schöne Fliese beschrieben mit dieser Schieferoptik, mit dieser Bruchkante. Und auf der Terrasse liegt tatsächlich das gleiche Feinsteinzeug. Das muss natürlich außen frostfest sein, deshalb sind diese Platten für außen doppelt so dick. Und weil sie dann zu schwer werden, gibt es die dann hier in einem Format von 60 x 60, also etwas kleiner. Das sind dann nicht diese Riesenfliesen, aber ich finde, das ist trotzdem sehr schön, weil man eben sieht, dass da ein Material durchgeht und dazwischen eben diese Granitaustrittsschwelle, sodass das Ganze wirklich sehr, sehr edel aussieht. Wenn wir jetzt hier weitergehen, kann man schon sehen, dass jetzt hier offen im Wohnraum der Kellerabgang liegt zu dieser Treppe. Und diesen Keller sage ich euch später auch noch was, da gehen wir noch mal runter. Aber jetzt schauen wir erstmal in die Privaträume, die hier hinten dran liegen. Es gibt hier eigentlich nur eine Tür, die man zumachen kann, und das ist diese hier in den Privatbereich. Hier kommt jetzt als erstes das Badezimmer, das mit 18,5 Quadratmetern wirklich groß bemessen ist, und auch hier haben wir wieder eine Raumhöhe von 2,60 Meter bis 3,80 Meter. Wir sind jetzt in dem nicht unterkellerten Bereich des Hauses auf Bodenplatte mit dem etwas flacher, also tiefer sitzenden Pultdach. Hier um die Ecke ist dann die Nische fürs WC, die ist etwa 1 Meter breit. Ich hatte euch ja eben von außen schon das Fenster gezeigt. Das ist jetzt hier mit Milchglas gemacht, dass man nicht reingucken kann. Trotzdem kann man hier schnell ablüften. Da drin sitzt auch noch mal so eine Absaugung von der Lüftungsanlage, sodass man da keine Probleme hat. Hier weiter rum, wunderschön natürlich Platz in so einem großen Bad für eine freistehende Wanne mit einem Bodenzulauf. Müsst ihr immer wissen, ist ein bisschen kostenintensiver, ein bisschen aufwendiger, weil ihr eben Zu- und Ablauf auch im Boden verlegt haben müsst. Hier haben wir wieder so ein großes Fensterelement, das sind wieder die 2 Meter mal 2,11 Meter. Und hier kann man das natürlich jetzt wirklich machen, weil man hat hier die schöne Natursteinwand, darüber den Schiefer. Da guckt also wirklich niemand rein und man guckt auf diese schöne begrünte Wand. Hier geht es jetzt weiter in eine absolute Traumdusche. Die ist nämlich putzfreundlich, ohne Glas und Silikonfugen und wirklich groß genug. Wir haben hier von der Breite 1,10, von der Tiefe sind es 2,30 Meter. Das heißt, man kommt hier wirklich ohne Spritzschutz und ohne Abtrennung sehr gut hin. Hier hat man die gleichen Fliesen an der Wand wie auf dem Boden, also auch wieder diese Schieferoptik mit dieser Bruchkante und hinten eben gleich schon die Nische drin, wo man was abstellen kann, sodass das Ganze wirklich sehr, sehr reinigungsfreundlich ist. Unten gibt es übrigens die gleiche Fliese nochmal mit polierter Oberfläche, und die Bauherrin sagte mir, die glänzende Fliese ist pflegeleichter als diese matte. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber hier sieht man wohl eher mal einen Fleck drauf. Hier haben wir jetzt schon die Vorwandinstallation. Sehr, sehr schön diese Details hier, finde ich, für die Seife und die Handtücher. Und dieses Waschbecken ist aus echtem Granit. Das ist hier oben so ein massiver Aufsatz und hier unten drin verschwinden dann die ganzen Installationen. Finde ich auch sehr schön und passt natürlich dann auch toll mit diesen dunklen Schaltern und Steckdosen, die hier richtigerweise rechts und links angeordnet sind. Jetzt sieht man hinter mir wieder das Element Holz. Hier gibt es ganz viele Möbel aus Altholz. Das ist hier massive Ulme, Altholz aus Italien. Das Ding ist so schwer, das kriegt man nicht bewegt. Aber das bringt hier so einen schönen Bruch rein, der einfach ganz gut tut. Und man sieht natürlich jetzt auch hier die tolle Raumhöhe.
Hinter mir geht es jetzt weiter per Schiebetür abtrennbar, damit die Tür keinen Platz wegnimmt, in die Ankleide. Das sind etwa 7,4 Quadratmeter. Hier ist jetzt eine Einbaulösung vom Schreiner drin. Achtet drauf, hier die Nische ist jetzt 60 cm tief. Da kriegt man also wunderbar auch breite Kleiderbügel rein. Hier haben wir 50 und da 45 cm. Ich habe schon so viele Ankleiden gesehen, wo kein vernünftiger Schrank reinpasst. Also hier ist es wirklich gut gemacht. Achtet darauf bei der Planung. Dann geht es hier offen ohne Tür weiter ins Schlafzimmer. Hier haben wir 14,7 Quadratmeter und dieser Raum profitiert jetzt wirklich von diesen beiden Türen, die einmal auf die Terrasse gehen und einmal eben auch zu dieser Natursteinwand. Die Bauherren sagten mir, sie schlafen sehr gerne hell. Es gibt hier diese Lamellenjalousien, natürlich kann man die auch zumachen, aber sie genießen es total, morgens wach zu werden und hier ins Grüne zu gucken. Hier ist dann auch eben extra so bepflanzt, dass da niemand reingucken kann und verbaut werden kann es da auch nicht, denn da hinten kommt der Wald. Hier haben wir jetzt eben auch die Raumhöhe bis 3,80 Meter, was ganz toll ist, wenn es im Sommer wirklich mal warm wird, weil die warme Luft einfach nach oben steigt und man hier unten wirklich sehr angenehm liegen kann. Auch hier natürlich nochmal die Lüftungsanlage zu sehen und da in der Ecke seht ihr einen kleinen Rauchmelder, die finde ich irgendwie sehr elegant, weil sie nicht so groß und flatschig sind und eben auch ganz gut offen irgendwo an der Decke sein können. Bevor wir runter in den Keller gucken, sage ich euch noch kurz was zur Treppe. Also wir haben ja jetzt hier einen Betonfertigkeller und diese Treppe, das sollte ursprünglich eine Sichtbetontreppe sein, wurde eben vom Kellerbauer gleich so mitgemacht. Das war dann aber kein Beton in Sichtqualität mit so einer eingelassenen, geschliffenen Oberfläche, sondern das war relativ rau und das hat sich als nicht praktisch herausgestellt, weil das eben porös ist. Das saugt jeden Fleck auf, lässt sich nicht richtig wischen, weil es rau ist. Also es gibt natürlich solche Beton, aber die waren hier nicht verbaut. Und man konnte aber auch kein Material mehr drauflegen, weil man ja hier schon das von den Höhen so angepasst hatte, dass die Höhe Fertigfußboden, also mit Fliesen, eben die Höhe dieser Treppe ist. So, und dann kam die Idee, als in der Garage der Kunstharz kam, um den Boden zu versiegeln, einfach hier die Treppe auch zu versiegeln. Das ist also so ein Kunstharz, den hat er dann hier drauf gezogen und damit ist diese Treppe jetzt also absolut pflegeleicht. Und jetzt schauen wir mal nach unten. Wir kommen jetzt hier runter in den Keller, ein hochgedämmter Wohnkeller in Betonfertigbauweise. Das ist jetzt die Kelleraußenwand, dahinter ist das Erdreich. Hier sind Abstellräume, da ist noch ein Technik- und Hauswirtschaftsraum, da steht auch die Wärmepumpe, das ist komplett innen aufgestelltes Gerät. Ihr habt außen vielleicht die Zu- und Abluft gesehen, dann hat man da auch keine Probleme mit Lärm. Und hier zur Hangseite sind jetzt nochmal zwei natürlich belichtete Räume. Das ist ein Fitnessraum oder Gästezimmer, das später aber auch eine Einliegerwohnung sein kann. Wir haben hier etwa 20,5 Quadratmeter, wunderschön hier angeschlossen mit den knapp 2 Meter hohen Fenstern nach draußen. Die Raumhöhe sind hier noch etwa 2,45 Meter, die Lichte. Auf dem Boden gibt es jetzt hier die gleiche Fliese wie oben, nur in einem helleren Ton. Und das ist diese anpolierte Fliese, was ich euch eben gesagt habe, die laut Bauherrin noch pflegeleichter ist als die matte Fliese. Hier gibt es in der Wand schon die kompletten Installationen für eine Küchenzeile. Das wurde hier schon vorgerichtet in der Wand. Dahinter sind auch knapp 70 cm, dass also hier eine Küchenzeile später hinpassen würde. Falls hier wirklich mal eine Pflegekraft einziehen sollte, dann kann man das da einfach anschließen. Und hier hinter mir ist nochmal ein kleines Badezimmer. Das liegt natürlich jetzt unter Kanalhöhe. Das heißt, hier braucht ihr auf jeden Fall eine Hebeanlage fürs Abwasser. Auch hier gibt es nochmal ein kleines Fenster, dass man gut lüften kann. Und hinter mir diese Dusche. Hier ist jetzt so eine kleine Stufe drin, damit das vom Abwasser hier wirklich überhaupt kein Problem ist und das alles hier drin bleibt. Hier ist nämlich so eine Schwalldusche angebracht, die wohl auch ein bisschen spritzt und deshalb ist diese Wand hier gegenüber auch nochmal mit so einer Elefantenhaut gestrichen, die spritzwasserunempfindlich ist.
Jetzt haben wir alle Räume in diesem Bungalow am Hang gesehen und wenn ihr euch die Grundrisse noch mal anschauen wollt, habe ich euch wie immer unten in die Description einen Link in unsere Hausdatenbank gepackt. Wenn ihr noch mehr zu dem Haus wissen wollt und allgemein zu Bungalows am Hang, gibt es dazu eine ausführliche Geschichte in unserem aktuellen Hausbauhelden-Magazin 822, das ab 12. November am Kiosk ist. Wo ihr das bekommt, habe ich euch auch noch mal verlinkt. Und wenn ihr mehr über die Planung dieses Hauses wissen wollt, es basiert auf dem Musterhaus in Fellbach. Auch zu diesem Bungalow haben wir euch schon mal eine Haustour gedreht, die ich euch auch unten verlinke. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.